Der Tower erteilt genau rechtzeitig die Startfreigabe. Take off. Damit geht es los. Mit der rechten Hand gibt Johan Milo zuerst nur wenig Schub. Die Triebwerke laufen normal. Nun gibt er volle Leistung. Bis zu einer Geschwindigkeit von 150 km pro Stunde würde der Start bei einem Problem auf jeden Fall abgebrochen. Soweit alles okay. Jetzt nur noch Abbruch bei einem schweren Problem. V1. Jetzt muss auf jeden Fall gestartet werden. Johan nimmt die Hand von den Schubhebeln. Rotate. 315 Stundenkilometer. Johan zieht das Steuerhorn heran und die Boeing 747 ist airborne. Der Jumbojet ist zwar in Südrichtung gestartet, muss nun jedoch aus Lärmschutzgründen zuerst eine Schleife über den Hahn ziehen. Dann wird es bald dunkel. Die Stimmung unter den Piloten ist gut. Mit diesem Afrika-Umlauf wird Johan Milo seinem Zielkapitän einen wichtigen Schritt näher kommen. Es war sehr aufregend. Das war mein erster Start vom linken Sitz. Bisher war ich nur Co-Pilot, nun werde ich zum Kapitän ausgebildet. Aber alles ist sehr gut gelaufen. Wir sind nach dem Takeoff ein sogenannte Standard Departure geflogen. Das ist so gemacht, dass wir so wenig möglich Lärm machen für die Leute in die ganze Gegend und sind nachher jetzt über Frankfurt unterwegs, weiter nach dem Süden. Zeit zum Durchatmen. Ohne Stewardessen müssen sich die Lademeister und Piloten selbst versorgen. An Verpflegung mangelt es an Bord trotzdem nicht und Ben ist der Erste, der sich sein warmes Abendessen genehmigt. Der Ofen wird nun rege in Betrieb sein, denn das Essen hat durchaus Business-Class-Qualität. Lademeisterin Greta schaut ein Stockwerk tiefer nach dem Rechten. Bei Fracht besteht immer eine gewisse Feuergefahr, je nach Ladung. Alle 2 Stunden muss sie deswegen gecheckt werden. Am wichtigsten ist die Kontrolle nach dem Start. Wir kontrollieren, ob die Temperaturen noch stimmen und ob sich die Ladung beim Start bewegt hat. Ich checke, dass es keinen Rauch oder so gibt, nur um sicher zu gehen. Je später der Abend, desto tiefer geht es in den afrikanischen Kontinent. Die Piloten haben Positionen getauscht. Daniel Hickel sitzt nun rechts, sodass Checkkapitän Ben Pause machen kann. Daniel ist 28 Jahre alt und Co-Pilot. Auf diesem Umlauf wird er nur während des Reiseflugs vorne sitzen und nicht, wie sonst üblich, auch einmal selbst starten und landen. Johan muss für seine Ausbildung zum Kapitän Starts und Landungen machen und bekommt deswegen Vortritt. Daniel bleiben damit die Aufgaben des Reisefluges: Navigieren, Überwachen, Positionsmeldungen. Also das ist folgendes, in Afrika ist es noch ein bisschen anders als wie, sag ich jetzt mal, in Mitteleuropa oder in den USA. Da haben wir noch nicht so eine durchgehende Flugsicherheitsabdeckung, beziehungsweise es wird immer besser. Nur um den Sicherheitslevel weiter zu erhöhen, gibt es eine gewisse Frequenz, da sind wir auf der Frequenz 126.9, wo wir mit den anderen Flugzeugen kommunizieren auch. Sprich, wir melden uns an einer Position, in welcher Flughöhe wir sind, von wo nach wo wir fliegen, welches Kennzeichen, das natürlich kommt vorne ran.
und dann noch, wo wir uns eben gerade befinden mit der Uhrzeit und was unsere nächste Position ist und die geschätzte Uhrzeit dort. Das heißt, auf diese Frequenz horchen alle anderen Maschinen mit, können sich gegebenenfalls melden, falls die in der Nähe sind. Auf Daniels Positionsmeldungen antwortet im Moment jedoch niemand. Also wir sind ziemlich allein zurzeit, weil wir dem, sag ich mal, es gibt so, die Passagiermaschinen fliegen alle eher zur selben Zeit und wir sind diesem ganzen Bulk, der nach Afrika fliegt, etwas voraus. Weil wir landen bereits Lokalzeit um 5 Uhr morgens und die meisten Passagiermaschinen kommen um 8 Uhr an, weil das für die Passagiere angenehmer ist. Ben Hesseling, der Check-Kapitän, nutzt diese Flugphase, um sich auszuruhen. Die Vorschriften sehen das ausdrücklich vor und es gibt für die Piloten einen speziellen Raum zum Schlafen. Die Koje erinnert ans Camping. Vielleicht fühlt sich der Holländer auf diesem Flugzeug deswegen besonders wohl. Ist das bequem genug zum Schlafen? Ich kann hier schlafen, sehr gut. Wenn ich das Licht ausmache, dann schlafe ich 2 Stunden, sehr gut. Mit 900 Stundenkilometern rast der Jumbo Richtung Süden. Eigentlich ein Höllentempo, aber die Weitläufigkeit des schwarzen Kontinents relativiert die Geschwindigkeit. Man merkt schon ein bisschen die Abgeschiedenheit, auch wenn man jetzt nach unten sieht. Man sieht keine Lichter, das sieht man sonst nur über den Atlantik, über Wasser, aber hier auch in Afrika ist es noch sehr, sehr dunkel, weil einfach dünn besiedelt, kein Strom. Es hat schon noch ein bisschen gewisse Spannung, muss man schon sagen, ja. 9 Stunden nach dem Start in Frankfurt-Hahn befindet sich der Jumbo kurz vor südafrikanischem Luftraum. Knapp eine weitere Stunde später die Landung. Minimums 100, 50, 40, 30, 20, 10. Der internationale Flughafen von Johannesburg ist der größte Afrikas. Das Gelände ist weitläufig und so dauert es noch 10 Minuten, bis die Golf Bravo ihre Parkposition erreicht. Für Johann eine gute Gelegenheit, das Steuern am Boden vom linken Sitz zu trainieren. Der Einwinker wirkt oben vom 12 Meter hohen Cockpit wie ein Zwerg. Sofort beginnt das Ausladen der Maschine. Lademeisterin Greta konnte in der Nacht nur wenig schlafen. Jetzt ist noch einmal Konzentration gefragt. Greta und ihr Mann John haben noch etwa eine Stunde hier zu tun. Dann fahren sie nach Hause. Das war ein ruhiger Flug. Das Wetter war sehr schön unterwegs und der erste Flug von der neue Kapitän der Landung war auch sehr gut. So, das hat alles sehr gut gepasst. Das war sehr schön. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt gehen wir runter, gehen wir mit dem Bus nachs Hotel, schlafen und heute Nachmittag mal eben weiter gucken, eine Tasse Kaffee trinken und so und dann heute Abend mal irgendwo schön essen. Das ist die Planung. Ben, Johann und Daniel wollen nun so schnell wie möglich ins Hotel. Das Flugzeug wird in ein paar Stunden von einer anderen Crew übernommen. Bis Sonntagabend werden sich die Piloten nun überwiegend im Hotel aufhalten. Leider gibt es nun etwas Ärger, die Zimmer sind noch nicht bereit. 1 Stunde müssen sie warten, erst dann können sie ein richtiges Bett genießen. Die Piloten unternehmen während des Aufenthaltes viel zusammen. Unweit vom Flughafen gibt es eine Bar, die vor allem Flugbegeisterte und fliegendes Personal anspricht. Die 3 waren hier noch nie, doch die südafrikanischen Lademeister hatten den Tipp gegeben, dass sich ein Besuch lohnt. Ivan, einer der Wirte, freut sich über den Besuch. Die Wände sind mit Flugzeugbildern übersät und Hauptattraktion ist ein originales 747-Cockpit.
Das wurde vor einigen Jahren einer ausrangierten Maschine der staatlichen südafrikanischen Fluggesellschaft entnommen. Wir haben alles im Originalzustand gelassen. In der Nacht gehen alle Lichter an, da gibt es eine Zeitschaltuhr und alles leuchtet. Ben findet sich sofort zurecht. Der Niederländer war viele Jahre Pilot auf solch einer Maschine. Damals war der große Unterschied, dass wir die ganze Welt mit dieser Maschine geflogen haben. So, wir hatten nur eine 747 und wir haben da Amerika, Südamerika, Afrika, Mittelosten, Weiten Osten und Australien mitgeflogen. So, das war sehr schön, weil die ganze Welt haben wir mitgeflogen und das war sehr speziell. Heutzutage hat man zum Beispiel 777 für Long Distance, 747 für irgendwo im Mittelosten und damals war das einzige große Flugzeug, was es gab und das war sehr speziell. Das war einer der schönsten Jahre, die ich geflogen habe. Immer war auf diese Maschine. Eine Reise in die Vergangenheit. Schön, das alte Ding. Der anstrengendste Teil des Afrika-Umlaufs beginnt passenderweise mit Regen. Nun übernehmen die 3 Piloten ihrerseits ein Flugzeug, das ein paar Stunden zuvor aus Deutschland kam. Zufälligerweise dasselbe wie auf dem Hinflug. Als jüngster der 3 hat Daniel die Ehre, den Outside-Check zu machen. Bei Regen gilt das Senioritätsprinzip. Wetter ist natürlich ein großes Thema in der Luftfahrt, gerade so im Gewitter, wie wir heute haben. Solange man am Boden ist, ist es immer feiner, aber wie wir jetzt gehört haben, gibt es mal keine Verzögerung, weil das Gewitter im Umfeld steht. Dadurch ist das für uns nicht so schlimm. Wenn das Gewitter direkt über den Flughafen wäre, würden sie den Flugplatz auch sperren. Sonst haben wir modernste Technik an Bord mit Wetterradar, wo wir natürlich schön um diese Wetterzellen herum navigieren können, weil so hineinfliegen wird auf keinen Fall gemacht. Das ist zu gefährlich dann. Und jetzt werde ich das auch gleich dem Kollegen, dem Kapitän, sagen, dass alles in Ordnung ist und dann legen wir los, oder? Später. Im Laderaum der Boeing 747 befinden sich nur leere Paletten. Südafrika exportiert zwar viel nach Deutschland, das sind jedoch überwiegend Rohstoffe, die werden auf dem Seeweg transportiert. Wieder sitzt Johann links und Ben rechts. Die Vorbereitungen für den Rückflug wurden weitgehend von der Zentrale in Deutschland übernommen, sodass sich die Piloten auf das Fliegerische konzentrieren können. Der Rückflug wird anstrengend. Zuerst geht es nach Nairobi, dort wird Fracht eingeladen und dann erst zurück zum Hahn. 2 Flüge also. Wertvolle Erfahrung für Kapitänsanwärter Johann. Check-Kapitän Ben wird erstmals etwas lauter. Ja, da links ist echt veel te veel links. Johann soll die Kurven eng und beherzt nehmen, sonst besteht die Gefahr, mit dem weit zurückliegenden Hauptfahrwerk von den Rollwegen abzukommen.